der Unterschied zwischen einem Kind und einem Sklaven. Beide sind unter Autorität in der Familie. But in this case, we're no longer, we inherited this, so we become more than a slave, we become a child. Aber wir erben die Rettung. Wir werden deswegen weniger, wir werden als Kinder sein und mehr als nur Sklaven. And in this case, it talks about adoption. Und in diesem Fall handelt es von Adoption. And there's very similar laws, I know most of the Western states, about adoption as there was in Roman times. Ich weiß, dass es heute in den meisten westlichen Ländern noch ähnliche Gesetze über Adoption gibt, wie damals zur römischen Zeit. When someone was adopted, that means they would have the legal right of their adoptive parents, is the legal right to the inheritance of the adoptive parents. Wenn jemand adoptiert wurde, hieß das, dass sie gesetzlichen Anspruch hatten auf das Erbe ihrer Adoptiveltern. And I had a base leader once, and he had a couple natural children, then he went and adopted another child. Ich hatte mal einen Zentrumsleiter. Er hatte mit seiner Frau 2 eigene Kinder und haben dann noch ein Kind dazu adoptiert. And at the kind of end of the process, they go to a family court. Am Ende dieses Prozesses sind sie alle vor ein Familiengericht gegangen. And him and all his natural kids and adoptive son is there. Er war dort und seine 2 natürlichen Kinder und das Adoptivkind. And he said the judge looked at all the natural family and he says, I want you to understand something. Und der Richter hat ihn angeschaut und seine natürlich ihm geborenen Kinder und hat gesagt, ich möchte, dass ihr etwas versteht. Before I sign the final paper. Bevor ich das endgültige Dokument hier unterschreibe. If you, family, agreed to say yes to adopting this child into your family, wenn ihr als Familie Ja dazu sagt, dieses Kind in eure Familie zu adoptieren, do you understand that he will have all the same legal rights as all the natural born children? Versteht ihr dann, dass dieses Kind dieselben gesetzlichen Rechte haben wird wie die beiden anderen Kinder? He has an equal claim to the inheritance of the parents. Er hat auch genauso einen Zugang zum Erbe der Eltern. As the natural born children. Genau denselben Anspruch wie die natürlich geborenen Kinder. And so Paul's using this, you're going from slave to adopted child, and it was the same concept in the Roman time. Und genau dieses Konzept bestand auch in der römischen Zeit und deswegen sagt Paulus, ihr werdet jetzt nicht mehr Sklaven, sondern Adoptivkinder sein. There's a lot packed into this. Und da steckt viel Bedeutung drin. One for the Jew. Einmal für den Juden. They're kind of in this picture, the natural born child. Sie sind ein bisschen wie die natürlich geborenen Kinder in diesem Beispiel. And then you have the Gentiles coming to church and they're fighting. Dann hast du die Heidenchristen in der Gemeinde, die mit ihnen kämpfen. The Jews had all this history of going through the law and exile and the story of Abraham, etc. Und die Juden hatten diese lange Geschichte mit dem Gesetz und dann mit dem Exil und natürlich die ganze Geschichte mit Abraham. Now they're saying the slave child or whatever is now equal with you. Und ihm wird jetzt gesagt, dieses Sklavenkind hat jetzt die gleichen Rechte. It's probably a pretty tough pill to swallow. Das war vielleicht ein bitterer Schluck, den sie da annehmen mussten. Now, but then again, Paul just argued we all receive the inheritance of God the same way. Paulus argumentiert jetzt wieder, dass wir das Erbe Gottes alle auf die gleiche Weise empfangen. And so, in the greater story, we were all separated God. We were all slaves to children, slaves to sin. In der großen Geschichte, wir waren alle von Gott getrennt und waren alle Sklaven der Sünde. But God chose us, and He adopted us into His family with the legal rights to inherit all His promises and blessings. Aber Gott hat uns erwählt und er hat uns in seine Familie adoptiert mit den ganzen gesetzlichen Rechten, die damit zusammenhängen. We are no longer a slave to sin, but a child of God. Wir sind kein Sklave der Sünde mehr, sondern ein Kind Gottes. Very popular song out right now with that line. Das ist auch ein sehr
weit bekanntes Lied. You guys know what I'm talking about? Okay, Nestor. Cool. So, yeah, there's that. We're going to talk about a little bit of that. There's a whole identity thing wrapped up into that. Und das hängt so stark mit unserer ganzen Identität zusammen. And I want to talk about that, but I'll come with a slightly different angle in Ephesians and Colossians in the next day or so. Und das werden wir auch im Epheser- und Kolosserbrief sehen in den nächsten Tagen. So there's your hope, is through adoption. Das ist deine Hoffnung, dass du wirklich adoptiert wirst. I have a question. I don't know. Sure, let's go ahead and ask it. I just want to know, like, about like this kind of things about the inheritance, about the sin, because normally often you hear people like say you're born with sin. Some people says you're born without sin, and what is the like the thing that it's pointed, well, saying about what you were saying. Make me understand what I'm trying to say. So you're saying is it we're naturally born Yeah, condemned or? yeah. What's your? I guess that's a bit of a debate. I mean, obviously theologically, through Adam, we're just born condemned. Some say, oh well, you actually have to sin, but you're probably going to sin before you even realize what sin is. Theologisch gesehen sind wir alle durch Adam schon verdammt als Sünder. Manche sagen, okay, du musst erstmal sündigen, um wirklich Sünder zu sein. Aber ich denke, wir sündigen noch, bevor wir überhaupt erkennen, was Sünde ist. So yeah, it can be an important discussion, but the end result, it's the same. Das kann man diskutieren, aber das Endresultat kommt so oder so das Gleiche raus. We've just been recently, my team in Dresden, I think it's every Wednesday morning, we just decided we meet every morning to pray and or have team meeting or worship or whatever. Mein Team in Dresden trifft sich jeden Morgen, um zu beten, ein Teamtreffen zu haben oder um zu beten. And we started Wednesday mornings to just read a chapter of the Bible or whatever, and we started in John. Und wir haben angefangen, am Mittwochmorgen immer ein Kapitel aus der Bibel zu lesen. Und wir haben mit Johannes angefangen. And again, I really enjoy these because often when I study the Bible, it's for a teaching, and I've got to pack everything and compress everything into a teaching. Ich genieße das voll, weil oftmals, wenn ich die Bibel studiere, ist es, um einen Unterricht vorzubereiten. Da muss ich den ganzen Überblick, den ganzen Inhalt hineinpressen in eine kurze Zeit. But when I have this one chapter a week thing, it's like I get all that energy and brain power gets a week just to process on one chapter. Und es ist so toll, wenn ich für ein einziges Kapitel eine ganze Woche habe, um das dann in meinem Kopf zu bewegen. And what I'm getting at is something I noticed recently in John is something, how Jesus says something about condemnation and salvation. Und da ist mir plötzlich was aufgefallen im Johannesevangelium, wie Jesus von Gericht und Verdammnis spricht. And it's all wrapped up in this whole the John 3:16 kind of section. Und das ist in diesem Teil des Buches, wo auch Johannes 3, Vers 16 steht. But the line is, God didn't send a son, or I didn't come to condemn or judge the world. Und da heißt es, Gott sandte seinen Sohn, oder Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten. Jesus did not come to condemn. Jesus kam nicht, um zu verdammen. And he says this line, for the world and you are already condemned. Und dann sagt er diese Zeile, denn die Welt, und damit auch ihr seid schon verdammt. But whoever believes shall have eternal life. Aber wer immer glaubt, wird ewiges Leben erhalten. You get that? Jesus didn't come to give us, to judge or give us grace. He only came to give us the option of grace. Jesus ist nicht gekommen, um uns zu verdammen oder um uns etwas zu geben. Er kam, um uns die Option zu geben. Because before that we were only condemned. We were only worthy of being judged. Denn davor waren wir nur verdammt und nur haben es verdient, gerichtet zu werden. And that's what Paul's arguing. Both of you groups, you're already condemned. Und das ist genau Paulus Argument für diese beiden Gruppen.
ihr alle, ihr seid schon unter Verdammnis, ihr seid schon verdammt. You are already a slave to sin. Ihr seid schon ein Sklave der Sünde. But only through faith in Jesus do you bypass both ways of judgment. Aber nur durch die Gnade, die durch den Glauben an Jesus kommt, schafft ihr einen Weg um dieses Verdammnis, um dieses Gericht herum. Become slaves to sin to children of God. Ihr werdet von Sklaven der Sünde zu Kindern Gottes. Slaves in work just to survive, or simply an heir that inherits all the blessings. Sklaven, die sich plagen, um nur zu überleben, oder Leute, die das einfach erben, diesen Segen. Cool? Let's see. Alright, there's something really cool here going on. This is starting at verse 18. We're going to chapter 8, verse 18. Hier kommen wir jetzt zu was ganz Coolem, in Kapitel 8, Vers 18. I just mentioned about what did the fall bring into the world. Ich hatte ja erwähnt, was hat der Sündenfall in die Welt gebracht. Well, I should say it broke our relationship with God, it broke our relationship with man, and it broke our relationship with creation. Hat unsere Beziehung mit Gott, mit Menschen und mit der Schöpfung zerbrochen. Okay? And so obviously Jesus has restored our relationship with God. Natürlich hat Jesus jetzt unsere Beziehung mit Gott wiederhergestellt. And the practical application of that should help restore our relationship with each other. Und die praktische Anwendung dessen sollte jetzt helfen, unsere Beziehung untereinander wiederherzustellen. But then there's the third thing. Und dann gibt es noch den dritten Teil. In Genesis 3, verses 17 through 19. In 1. Mose 3, Vers 17 bis 19. Creation was also cursed because of man's sin. Wurde auch die Schöpfung verflucht wegen der Sünde der Menschen. Not only was man cursed, but because man's dominion was over creation, creation was cursed along with man. Nicht nur die Menschheit wurde verflucht, sondern weil der Mensch die Verantwortung über die Schöpfung hatte, erhielt auch die Schöpfung diesen Fluch. Now that the curse has died with Jesus and man has life in the Spirit, Und jetzt, nachdem dieser Fluch zerstört wurde in Jesus und der Mensch Freiheit hat im Geist, we don't see this yet, we're still waiting on it, but Paul says, basically, creation longs and desires to see the children of God revealed. kommt noch etwas, was wir bisher noch nicht sehen, wovon Paulus aber schon schreibt, nämlich dass die Schöpfung sich danach sehnt und darauf wartet, dass die Söhne und Töchter Gottes offenbart werden. In other words, Paul says that creation will be set free from the curse at the time of the resurrection. Und Paulus schreibt, dass die Schöpfung auch frei wird von dem Fluch zu der Zeit der Auferstehung. So again, this idea of restoring it, that even creation longs for the children of God to be revealed, because not only are we restored with God, we restore with each other, but also our relationship with nature will be restored. Das ist diese Vorstellung der Wiederherstellung, dass nicht nur wir mit Gott wiederhergestellt werden, wir miteinander, sondern auch, dass die ganze Schöpfung darauf wartet, wiederhergestellt zu werden. Let me see what this is again. It's been a while. Listen to this language in Isaiah 6. Isaiah 11, 6 through 9. Schaut mal, wie das in Jesaja 11, Vers 6 bis 9 in Wort gefasst wird. The wolf shall dwell with the lamb, the leopard shall lie down with the young goat, the calf and the lion and the fattened calf together, and the little child shall lead them. The cow and the bear shall graze, the young shall lie down together, the lion shall eat straw like the ox. The nursing child shall play over
the whole of the cobra. And the weaned child shall put his hand on the adder's den. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain, for the earth shall be full of the knowledge of the Lord, and the waters as the waters cover the sea. Dann werden der Wolf und das Lamm einträchtig zusammenleben. Der Leopard und die Ziege werden beieinander lagern. Kalb, Löwe und Mastvieh werden Freunde, und ein kleiner Junge wird sie hüten. Kuh und Bär werden miteinander weiden. Ihre Jungen werden nebeneinander ruhen. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Vieh. Der Säugling spielt am Schlupfloch der Otter. Ja, ein Kleinkind steckt seine Hand in eine Giftschlangenhöhle. Auf meinem ganzen heiligen Berg wird niemand mehr etwas Böses tun oder Unheil stiften. Denn wie das Wasser das Meer erfüllt, so wird die Erde mit der Erkenntnis des Herrn erfüllt sein. And so this whole passage is about the future kingdom that would come. Diese ganze Bibelstelle beschreibt das kommende Königreich. So our works of the flesh brought creation into futility and conflict. Unsere Werke im Fleisch brachten die Schöpfung in einen Konflikt. But our revealing of the faith in the Spirit will be redemption, not only to us, but to all creation when Christ is revealed. Aber wenn offenbart wird, dass wir Kinder Gottes sind, wenn der Geist in uns offenbart wird, dann bringt das Erlösung für die ganze Schöpfung. Isn't that pretty cool? Huh? Well, wait for Christ revealing. Don't become a snake charmer. But yeah, we see that God cares about creation too. Wir sehen, dass die Schöpfung Gott auf dem Herzen liegt. And so we need to take care of creation. We've been given dominion over creation, and we're supposed to lead it into redemption. Wir müssen uns gut kümmern um die Schöpfung, weil das die Verantwortung dafür gegeben wurde. And unfortunately, there's some Christian groups who take a theology of, oh, well, God's going to destroy the whole earth and bring a new one, so who cares? Leider gibt es christliche Gruppen, die der Theologie folgen, naja, also Gott wird ja am Ende alles verbrennen, also wen kümmert's? I think this is just totally false. Ich glaube aber, das ist total falsch. And our original command and dominion was to take care of creation. Und dass unsere ursprüngliche Aufgabe ist, uns gut um die Schöpfung zu kümmern. And the Word of God says creation longs for us, for the sons of God, to be revealed, so it too can be redeemed. Und Gottes Wort sagt hier, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Tag, in dem Gott offenbar macht, der wirklich zu seinen Kindern gehört und dass auch die Schöpfung erlöst werden kann. I've been reading some stuff recently, and the application of it is, it kind of goes with this. In the garden, God created, put this together, order, beauty, and abundance. Ich habe so kürzlich so eine Erklärung davon gelesen, dass im Garten Gott die Ordnung, die Schönheit und Fülle geschaffen hat. And we were created to be a co-creation in that. Wir wurden erschaffen, um mit Gott darin zu wirken. The garden was still a bit wild. We're there to bring order out of the chaos, bring beauty to the world, and bring abundance in the world. Die Schöpfung war noch nicht so ganz voll entwickelt. Wir wurden berufen, um mit Gott Ordnung zu bringen, um Schönheit hervorzubringen und um die Fülle zu schaffen. And what did the fall bring? Was hat der Sündenfall gebracht? Chaos, ugliness, and scarcity. Chaos, Hässlichkeit und Mangel. Let's face it, a lot of things in the world that we fight, greed, wars, is racism. A lot of it has to do with fear of scarcity. Wenn wir ehrlich sind, vieles davon, was zu Konflikten führt in der Welt, zu Krieg oder auch selbst zu Rassismus, ist die Angst vor dem Mangel. Or the fear that we'll lose our own control. Oder die Furcht, dass wir die Kontrolle verlieren. Or something won't look the way we think it should. Dass etwas nicht so aussieht, wie wir denken, dass es aussehen sollte. But even though we live in the curse and the fall, our original calling remains. Auch wenn wir unter dem Fluch leben und nach dem Sündenfall, haben wir weiterhin die ursprüngliche Aufgabe. As children of God, we should still be pursuing bringing godly order to the earth.
Als Kinder Gottes sollten wir weiterhin danach streben, göttliche Ordnung in diese Welt zu bringen. Bringing beauty is a true call of God. Schönheit hervorzubringen ist eine wahre Berufung von Gott. And creating abundance is also a calling of God. Und Fülle zu schaffen ist auch eine wahre Berufung von Gott. So taking care of a nature, its beauty, taking care of it, bringing its abundance, bringing order to it, still is a true calling of God, and it has eternal value. Uns die Schöpfung zu kümmern, ihre Schönheit und Fülle darin zu schaffen, Ordnung hineinzubringen, das ist etwas, was weiterhin unsere Berufung von Gott ist und etwas, was von ewigem Wert ist. And if we truly grasp this concept and this calling, we break down the secular sacred divide. Wenn wir dieses Konzept, diese Berufung wirklich begreifen, dann brechen wir diese Trennung nieder zwischen geistlich und säkulär. All callings bringing order, beauty, and abundance is a calling of God. Jede Berufung, die Ordnung, Schönheit und Fülle bringt, ist eine Berufung von Gott. It has eternal value. Und die hat ewigen Wert. So if you get done DBS, get done YWAM, and you go into the business world or art world or whatever, you still have a sacred calling of God in your life. Deshalb, wenn du fertig bist mit der DBS und nicht mehr im JM bist und vielleicht in die Geschäftswelt oder in die Welt der Kunst oder so einsteigst, dann hat jede Berufung von Gott ewigen Wert. Ministry is not the only true calling of God. Vollzeitlicher Dienst ist nicht die einzige wahre Berufung von Gott. Okay? So, a bit of an applicational thinking there for you. Haben wir ein bisschen was von Anwendung mit drin? Debating whether to take that one on or not in this context. Let me see what else there is. Okay, we got 5 minutes to discuss something. Jetzt haben wir 5 Minuten, um was Maybe we Interessantes can zu diskutieren. discuss a little longer, but there's a few sticky issues at the end of Romans for some people. Es gibt im Rest des Römerbriefs noch ein paar Themen, die manche Leute sehr stark interessieren. So one of the main big issues that people debate about Romans is the whole predestination or free will thing. Eine große Frage im Römerbrief ist, ob wir freien Wille haben oder ob alles vorherbestimmt ist. There's also a modern thing is, okay, what role did the Jews, modern day Jews and Israel as such play? Und dann stellt sich auch heutzutage die Frage, ja, welche Rolle spielt denn heute das heutige Israel? Kind of along goes with that, the whole branches being grafted in analogy. Da gibt es dieses Bild, dass Zweige eingepflanzt werden in den Ölbaum. So which one would you like to talk about for a few minutes? Welches dieser Themen interessiert euch am meisten? Was wollt ihr die letzten Minuten besprechen? Is there one that somebody has a particular interest in and wants to wrestle with? Habt ihr ein spezifisches Interesse an einer dieser Fragen? Predestination, what was the other one? The predestination is the Jews. How do they fit into this whole theological concept now? What about Jews, modern Israel, Modern rule. that thing? We talked about it yesterday. Basically, the two topics that come up quite regularly. What's your favorite one to talk about? Just talk about that one. Neither. Let's not talk about it. Let's just avoid the conversation. I might be a little bit. I think this one's slightly less complicated for me. Ich denke, dieses Thema ist für mich ein bisschen weniger kompliziert. Okay, the modern day Jews, state of Israel, all that into it. Das heutige Israel, der Nationalstaat Israel. Okay, of course, Paul doesn't have any idea what will happen in the history. Natürlich wusste Paulus überhaupt nicht, was dann später mal in der Geschichte passiert. But
So, but he talks about, but the question arises, Dann kommt die Frage auf, so what about these non-Christian Jews? was ist jetzt mit den nichtgläubigen Juden? What about these racial Jews that don't believe, but they have obviously these promises of Abraham, etc., etc., etc. Die ethnischen Juden, die nicht an Jesus als Messias glauben, die aber natürlich diese Verheißung von Abraham haben und so weiter. Okay, and there's lots of theologies out there, even within, especially within the Christian church. Und da gibt es auch in der christlichen Gemeinde viele verschiedene theologische Meinungen. On the extremes, you have, anti-Semitism or anti-Jewish beliefs within some churches. Am einen Extrem haben wir antisemitische Meinungen in manchen Gemeinden, die sich gegen alles Jüdische richten, Which is extremely unfortunate. was total schade ist. And then the other side, you have this very, what they call Zionist view of Judaism. Am anderen Extrem haben wir dieses sehr pro-zionistische, pro-Israel-Denken in manchen Gemeinden, was Zionismus genannt wird. I can start with what basically, within Paul's context of what he's arguing. Wenn wir uns anschauen, was Paulus hier für Argumente bringt in seinem Kontext, And he basically says, okay, a true Jew is not based on physical lineage like we've been arguing about Abraham. und er sagt hier, ein wahrer Jude basiert nicht auf körperlicher Abstammung, auf menschlicher Abstammung, But now referring to this physical racial Jew, was jetzt aber diesen ethnischen Juden angeht. Paul says specifically, God has not forgotten them. Sagt Paulus, spezifisch Gott hat sie nicht vergessen. So what does that mean? Und was bedeutet das? In Paul's time, many of the Jews had rejected the gospel. In Paulus Zeit haben viele der Juden das Evangelium abgelehnt. But he says, Paul believed it was for that season that they rejected him so that the Gentiles could receive the word. Und Paulus glaubte, dass das eine Zeit lang war, dass sie ihn abgelehnt haben, damit auch die Heiden zum Glauben kommen konnten. You know, if it wasn't, a lot of it, if it wasn't for the persecution of the gospel from the Jews, if they had just fully accepted and kept it within them, it probably would have never gone out to the Gentiles. Wenn das Evangelium zu Beginn nicht von den Juden verfolgt worden wäre, wenn sie es einfach alle angenommen hätten und es wäre innerhalb des Judentums geblieben, dann hätten die Heiden es wahrscheinlich nie so erfahren. Make a little bit of mess intentionally here. So let's say this little drop of water put here is the Jewish nation. Sagen wir mal, dieser Wassertropfen, den ich hier verschüttet habe, ist die jüdische Nation. And if they had accepted it, the gospel would have stayed there. Und wenn sie das Evangelium einfach angenommen hätten, wäre das Evangelium wahrscheinlich dort geblieben. That's that weird Jewish sect that has one God, doesn't eat bacon and mutilates themselves. In dieser als eine jüdische Sekte, die weiterhin auch Fleisch beschneidet und kein Schweinefleisch isst und so weiter. So, but the Jews persecuted it, they rejected it. Aber die Juden haben das Evangelium abgelehnt und haben Christen verfolgt. If that's the gospel, they try to swat it out. Sie haben versucht, das Evangelium auszulöschen. And what happens when you swat it? Man versucht aber, wenn man draufhaut auf einen Wassertropfen. It went flying out into the room. Das hat sich im ganzen Zimmer verteilt. It was the Jews rejecting the gospel that helped allow the Gentiles to receive it. Dass die Juden das Evangelium abgelehnt haben, diente auch dazu, dass die Heiden es annehmen konnten. But it's Paul that he prays and hopes and sincerely believes that's for a time, it's for a season. Aber Paulus erhofft und betet, dass es nur eine Zeit lang so bleiben möge. And he prays and hopes that eventually the Gentiles coming and receiving God would create jealousy amongst the Jews. Betet und hofft, dass die ganzen Heiden, die jetzt zu Gott kommen, durch Jesus den Messias, dass sie einen Neid erwecken in den Juden. And so, too, they would be saved. Damit die Juden dann auch gerettet werden. Okay? And God desires that the Jews would believe. Gottes Wunsch ist, dass die Juden zum Glauben kommen.
Jesus himself specifically said, I've come just for the Jews. Jesus selbst sagt es spezifisch, ich bin für die Juden gekommen. But he had